Das vergessene Glöckchen. In einem kleinen Dorf, das tief in einem verschneiten Tal lag, bereitete sich die 9-jährige Mia auf Weihnachten vor. Der Dezember war eingezogen und mit ihm die Vorfreude auf funkelnde Lichter, den Duft von Plätzchen und das Schmücken des Weihnachtsbaumes. Mia liebte Weihnachten, aber am meisten liebte sie die Geschichten, die ihr Großvater über alte Zeiten erzählte. Das Haus ihrer Großeltern war alt und voller Geheimnisse. Besonders der Dachboden hatte es Mia angetan. Jedes Mal, wenn sie die knarrende Holztreppe hinaufstieg, schien es, als würde sie in eine andere Welt eintauchen. Dort oben unter dicken Staubschichten verbargen sich Kisten voller Erinnerungen. An einem frostigen Abend, als der Wind gegen die Fenster pfiff, schlug Mia ihrem Großvater vor: »Opa, lass uns die Weihnachtsdekoration vom Dachboden holen. Vielleicht finden wir etwas Neues für den Baum.« Opa lächelte. »Gut, meine Kleine, aber du musst mir helfen, die Kisten zu tragen.« Mit einer alten Öllampe kletterten sie die knarzenden Stufen hinauf. Der Dachboden war dunkel und kalt und die Luft roch nach altem Holz und vergilbtem Papier. Mia begann neugierig in den Kisten zu wühlen, während Opa eine Decke über die Schulter legte und in einer anderen Ecke suchte. Plötzlich stieß Mia auf eine kleine, unscheinbare Schachtel. Sie öffnete sie vorsichtig und entdeckte ein goldenes Glöckchen, das im Licht der Lampe leise funkelte. Es war klein, mit filigranen Gravuren, aber sein Glanz war verblasst. »Opa, was ist das?« fragte sie und hielt das Glöckchen hoch. Ihr Großvater setzte sich auf eine alte Truhe und nahm das Glöckchen in die Hand. Seine Augen leuchteten, als er es betrachtete. »Das ist das Glöckchen der Hoffnung«, sagte er mit einer Stimme, die von Erinnerungen erfüllt war. »Es gehörte meiner Mutter. Sie sagte immer, dass es an Weihnachten magische Kräfte hat.« Mia schaute ihn mit großen Augen an. »Magische Kräfte? Wie denn?« Opa lächelte und begann zu erzählen. »Es war ein besonders harter Winter, als ich ein Junge war. Das ganze Dorf war von Schnee eingeschlossen und wir hatten kaum noch Essen. Die Menschen waren verzweifelt und viele stritten sich um die wenigen Vorräte, die übrig waren. Am Heiligabend nahm meine Mutter dieses Glöckchen, ging in den Garten und läutete es. Der Klang war klar und rein, wie ein heller Stern in der Nacht. Und weißt du, was dann geschah? Die Nachbarn kamen einer nach dem anderen zu uns. Sie brachten Brot, Kartoffeln und sogar ein kleines Stück Fleisch. Gemeinsam feierten wir Weihnachten, teilten alles, was wir hatten, und es war der schönste Abend, an den ich mich erinnern kann.« Mia hörte fasziniert zu. »Glaubst du, das Glöckchen hat das alles bewirkt?« fragte sie. Opa nickte. »Ich bin sicher, dass es die Herzen der Menschen geöffnet hat.« Mia hielt das Glöckchen fest in der Hand. »Können wir es an unseren Baum hängen?« fragte sie. Opa lächelte. »Natürlich, meine Kleine. Vielleicht hat es immer noch seine Magie.« Später an diesem Abend, als der Baum mit Kerzen und kleinen Holzfiguren geschmückt war, hing Mia das Glöckchen an den höchsten Ast. Die Familie versammelte sich um den Baum und Mia konnte nicht widerstehen. Sie läutete das Glöckchen. Der Klang war genauso klar und rein, wie Opa ihn beschrieben hatte. Plötzlich klopfte es an der Tür. Es waren die Nachbarn, die mit selbstgebackenen Keksen, Liedern und Geschichten vorbeikamen. Einer brachte sogar eine Geige mit und bald war das Haus erfüllt von Musik und Lachen. Es war ein Abend voller Freude, der sich anfühlte, als wäre ein besonderer Zauber in der Luft. Am nächsten Morgen, als die ersten Sonnenstrahlen das Haus erhellten, ging Mia hinaus in den Garten. Der Schnee glitzerte im Licht und die Welt schien wie verwandelt. Das Glöckchen, das am Baum hing, funkelte heller als je zuvor. Mia wusste, dass sie etwas Besonderes entdeckt hatte. Ein kleines Glöckchen, das die Herzen der Menschen berührte und daran erinnerte, dass Hoffnung und Gemeinschaft stärker sind als jede Dunkelheit. Von diesem Tag an wurde das Glöckchen jedes Jahr am Weihnachtsbaum aufgehängt. Und jedes Jahr brachte es die Menschen im Dorf zusammen. Nicht wegen seiner Magie, sondern weil es sie an etwas viel Wichtigeres erinnerte. An die Kraft der Nächstenliebe und die Schönheit des Teilens. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann lass doch bitte gern ein Like da oder abonniere meinen Kanal, um keine weiteren Hörgeschichten zu verpassen.